Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Now, let's go back to the beautiful, beautiful truth of grace. Kommen wir auf die schöne, schöne Wahrheit der Gnade zurück. You know, here is what Paul is trying to make so clear to the people. Paulus versucht, den Menschen klarzumachen, That you can't live the way you please and still believe that you're living under grace. du kannst nicht so leben, wie du willst und trotzdem glauben, dass du unter der Gnade lebst. Because that means you haven't truly understood grace. Denn das bedeutet, dass du die Gnade nicht wirklich verstanden hast. And he's telling us also another reason why we should not think like this. Er nennt uns auch einen weiteren Grund, warum wir nicht so denken sollten. So look what he's saying here. Schau mal, was er hier sagt. He's saying not exactly because not everything promotes growth in others. Nicht wirklich, denn nicht alles fördert das Wachstum anderer. Your slogan, we are allowed to do anything we choose, may be true. Euer Motto, wir dürfen alles tun, was wir wollen, mag ja stimmen. But not everything causes the spiritual advancement of others. Aber nicht alles fördert den geistlichen Fortschritt anderer. So look, Paul is clearly confronting this selfish attitude that a lot of people have when they talk about grace. Paulus konfrontiert eindeutig diese egoistische Einstellung, die viele Menschen haben, wenn sie über Gnade sprechen. So ask yourself this question. Frage dich selbst. What I do, does it promote growth in other people, in my brothers and sisters? Fördert das, was ich tue, das Wachstum anderer Menschen, das Wachstum meiner Geschwister? If you have to say no, Wenn du sagen musst, nein, you're not living by grace. dann lebst du nicht aus der Gnade. Isn't that an interesting thought? Ist das nicht ein interessanter Gedanke? Do you know, it is so sad Es ist so traurig, how we have made almost everything about our Christian life about ourselves. wie sich fast alles in unserem christlichen Leben um uns selbst dreht. I don't know for how many years I have been really grieved about most of the songs Christians sing. Ich weiß nicht, wie viele Jahre lang ich über die meisten christlichen Lieder betrübt war. And you know, if you really think, songs are either theologically pretty bad because there's so much mixture of the old covenant in there, Wenn du wirklich darüber nachdenkst, die Lieder sind entweder theologisch ziemlich schlecht, weil darin so viel Vermischtes aus dem Alten Bund vorkommt, or they're all about ourselves. oder sie drehen sich nur um uns selbst. It's like life is not about you, my friend. Das Leben dreht sich nicht um dich, mein Freund. And Christian life is not about you, my friend. Und das christliche Leben dreht sich nicht um dich, mein Freund. Christian life is about Jesus and about your brothers and sisters. Im christlichen Leben geht es um Jesus und um deine Brüder und Schwestern. So you love God and you love the neighbor the way you love yourself. Du liebst Gott und deinen Nächsten so, wie du dich selbst liebst. So if self-love doesn't end in love of others, it's narcissism. Wenn die Selbstliebe nicht in der Liebe zu anderen endet, ist das Narzissmus. And you can't love others if you don't love yourself. Du kannst andere nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. See, a lot of people are confused about love your neighbor as yourself. Viele Menschen sind über die Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verwirrt. So it's really interesting. A lot of people have no healthy self-love and then they wonder why they can't love others. Das ist wirklich interessant. Viele Menschen haben keine gesunde Selbstliebe und fragen sich dann, warum sie andere nicht lieben können. And others love themselves so much that they're narcissists because the self-love is an end in itself. Andere wiederum lieben sich so sehr, dass sie Narzissten sind, weil ihre Selbstliebe ein Selbstzweck ist. We really need Daniel to get to write his book on common sense. Wir sollten Daniel dazu bringen, sich aufzuraffen und ein Buch über den gesunden Menschenverstand zu schreiben. Look how simple it is. Schau mal, wie einfach es ist. Self-love ending in self-love is narcissism. Selbstliebe, die in Selbstliebe endet, ist Narzissmus. And you can't love others if you don't love yourself. Und du kannst andere nicht lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. So I love myself, I respect myself because the way God gave me value and now I give it to others. Ich liebe mich selbst, ich achte mich selbst, so wie ich von Gott wertgeschätzt bin und nun gebe ich das an andere weiter. So Paul is making exactly that point. Paulus setzt genau an diesem Punkt an. He's asking the question, what really causes and promotes growth in the others? Er stellt die Frage, was bewirkt und fördert wirklich das Wachstum anderer? Remember the context? Erinnerst du dich an den Kontext? Communion, Die Gemeinschaft, the body of Christ. der Leib Christi. You're part of other people, not of yourself.
Du bist Teil anderer Menschen, nicht deines selbst. Care about them. Du kümmerst dich um sie. Now look, he says your slogan, we're allowed to do anything we choose, may be true. Er sagt, euer Motto, wir dürfen alles tun, was wir wollen, mag wahr sein. Do you remember that another translation says, I'm free to do anything? Erinnerst du dich daran, dass es in der anderen Übersetzung heißt, ich bin frei, alles zu tun? So basically, the Apostle Paul is telling us that we're not enslaved. We are free people. Im Grunde sagt uns der Apostel Paulus damit, dass wir keine Sklaven, sondern freie Menschen sind. So yes, we are free. Ja, wir sind frei. But our freedom always has to bring promotion to other people. Aber unsere Freiheit muss immer auch anderen Menschen zum Nutzen sein. And once we understand that, Sobald wir das verstehen, we are not going to do anything that is focused in selfishness, but in the promote of other people. tun wir nichts mehr, was auf Eigennutz ausgerichtet ist, sondern auf die Förderung anderer Menschen. What would happen if every member in the body of Christ Was würde passieren, wenn jedes Glied im Leib Christi would live by this slogan? nach diesem Motto leben würde? I'm allowed to choose anything I do, Ich darf wählen, was ich tue, but it has to bring spiritual advancements to my brothers and sisters. aber es muss meinen Brüdern und Schwestern geistlichen Fortschritt bringen. Like this, everybody would be edified. Dadurch würde jeder erbaut werden. Because if I am not worried about edifying myself, Denn wenn ich nicht um meine eigene Erbauung besorgt bin, but am so concerned about edifying my brothers and sisters, sondern darum, meine Brüder und Schwestern zu erbauen, and everybody has the same heart, und alle dieselbe Herzenseinstellung haben, I get edified because others are now not thinking selfishly. werde ich erbaut, weil andere jetzt nicht mehr egoistisch denken. That's how the body edifies itself. So baut der Leib sich selbst auf. So don't use your freedom for selfish reason, but use your freedom to bring edification to the body. Nutze deine Freiheit nicht für selbstsüchtige Interessen, sondern nutze sie, um den Leib zu erbauen. Promote Christian growth in your brother and sister. Fördere das christliche Wachstum deines Bruders und deiner Schwester. See you tomorrow. Bis morgen!